Willkommen in der Eislandschaft von Story About My Uncle. Wir spielen weiter. Also ich habe jetzt gerade eben eine Folge mal kurz gemacht. Wir haben uns hier zuletzt ein bisschen durchgehangelt und schauen mal jetzt, wie man weiterkommt. In der letzten Folge habe ich mich auch erstmal eingespielt. Bin ziemlich oft hier runtergefallen. Aber jetzt doch zum Schluss nochmal ordentlich vorangekommen. Jetzt guckt man mal, dass wir vielleicht auch mal den guten Fred mal treffen. Dem Onkel. Hier gibt es irgendwie ein großes Monster. Das habe ich in der letzten Folge gar nicht weiter erwähnt gehabt, aber da liegt das. Ich weiß es nicht, es sieht zumindest für mich erstmal so aus. Aber schauen wir mal, was das noch wird. Okay, hier mal hier, wo wir uns aufladen können. Interessant ist, dass wir hier nicht unsere Fähigkeit einsetzen können. Dadurch, dass jetzt hier alles Eis ist. So. Guck mal, hier geht's hoch. Wieder eine Flare. It was dark all around me, but there was a light at the end of the tunnel. Also dunkel ist es hier auf keinen Fall. Also Darkness würde ich jetzt hier nicht unterstellen. Aber ja gut. Jetzt wird es dunkel. Was schön ist halt, wir können laufen. Oh. Okay. Wow. Das ist das jetzt. Hier ist es extrem dunkel und hinten ist Licht. Da steht jemand. Hello? Nephew? Uncle Fred, I finally found him. My little boy. I'm glad to see you. And you're wearing the suit I made you. But how can you be here? I said that I found the suit in his workshop and that I came looking for him. I'm sorry for being away for so long. But I've been busy down here, you see. The frog people. That was an experiment of mine. Do you remember the eggs I found before? I sent them here by accident, and I had to follow. By the time I got here, they were already growing. These caves were empty before, but my experiment has made them full of life. I've conducted research on them and documented everything about them. And I built a new crystal-powered pad to be able to get back to my colleagues, show them how fantastic this all is. I interrupted Fred and told him about Maddie, how we came all the way to Starhaven together, and that I had promised to ask him if he would go see her there. Madeline. My little Maddie. I should have taken her to see Starhaven long ago. She was always so curious about the strays. Well, I left her. I wanted to protect her. Or rather, protect myself from losing her. I've changed my mind. I'm not going home. What does Warte mal, ich möchte mal ganz kurz. Danke. when I can be here with these creatures? They need me. And it's just as well. I don't trust this pad for more than one ride anyway. You need that ride. I didn't want to go home, and I asked if I could stay with him and Maddie instead. I'm sorry, nephew. As much as I enjoy having you here, you must go home. Explore the world on your own. Have your own adventures. I reluctantly agreed to go home. I was going to miss my uncle. I will miss you too. But I'm sure you'll do phenomenal on your own. And don't worry about me or Maddie. We'll be fine. The pad is yours, boy. When you're ready. Ready bin. Ne, ich möchte mir ganz kurz so Marcel hier anschauen. Das ist doch einfach nur krass. So irgendwo hinkommst und dann sowas hast. Ich mache jetzt nochmal ein Bild. War es das jetzt schon? Okay. Na dann habe ich das Schlimmste geschafft.
Take care, son. Oh, das ist Ende. Sehr schön. Ah, gut. The Crew. Auch ein schönes Spiel. Ah, schön. Sehr gut. Hand-Animator, okay. Also Abspann lasse ich nicht mal durchlaufen. Ah, Gerald Farke hat für uns übersetzt und Ralf Knörzer und Tobias H. Mhm. Special Thanks. Buddha Badalam. Babulalam. Okay. Playtesters. Haben wir hier irgendwelchen Bekannten? Wilhelm Wennergeren. Coffee Stain Studios, okay. Ah. The end. Now, good night, sweetie. Wait, Dad. Does that mean Fred is still there? Who knows? That was the last time I saw him. Don't you miss him? I do, sometimes. But I don't worry about him, because I know that wherever he is, he's on his biggest adventure yet. Ups. War nicht schlecht. Ey, wir gucken einfach nochmal ganz kurz. Ich meine, vielleicht ist hier noch Dear irgendwas. Fred, today I step into the lobby of your house for the last time. My daughter asked me to tell her about an adventure, and I came to think of you. Ich will mir ganz kurz noch gucken. Wir haben ja noch Zeit. Und ich bin dafür ist ein Spiel da, um nach dem Abspann einfach nochmal reinzuschauen. Was es hier noch zu sehen gibt. Ich bin okay, die 2 cm dicke Staubschicht, die ist schon mal nicht vorhanden. Wie es bei mir der Fall wäre. Die Bücher sind alle weggeräumt. Daran kann ich mich noch gut erinnern, dass hier alles voller Bücher war. Und alles auch voller Zettel. Hier waren ja die ganzen Hinweise mit den Your ganzen... house looks just like my mother and I left it years ago. After you'd gone, I was sure she was going to throw out all your stuff. But she just cleaned up. Ja, die hat ordentlich We aufgeräumt. made you a small memorial. Selbst die YouTube-Channels, die hier genannt wurden und die ganzen Sachen, was man sich angucken sollte, das ist auch hier nicht mehr da. Da der Onkel. Ein Andenken. Freight Gable. Ah, ja. Also ich bin gern eigentlich durch die Welt hier durchgerannt. Und habe gern sozusagen das alles hier miterlebt. Jetzt kann man hier natürlich schön nochmal so ein bisschen schauen. Also ich bin mal gespannt, was jetzt noch kommt. For a while, I came here every day, just like I used to. Sometimes, I could even faintly hear your voice, calling from the observatory, asking me to get you this tool or that. Draußen ist richtiger Winter. Okay. I never told my mother about that day. I don't think she would have believed me. Can I believe it? After all these years. Ja, wer würde auch den Wahnsinn glauben? Das ist das andere. Aber ich finde es schön, dass sie sich nochmal die Zeit nehmen, das Ganze ruhig enden zu lassen. Und nicht so in so einen übelsten Climax, wo man dann wieder sagt, totale Action. Und irgendwo explodiert die Bombe mit einem selbst und dann bam, Abspann. Nee, ich finde das gut. Wenn sie sich echt Zeit nehmen, das alles ruhig und gediegen ablaufen zu lassen, das hat auch was. Selbst die Tür ist hier offen zum Labor. Aber auch nicht voll. Und die Gruppe ist auch nie zugegangen. Ey. Wer will da die Heizrechnung bezahlen? Jetzt ja nur für draußen.
War ein bisschen zu kurz. Uncle Fred, thanks to you, I have found an even greater adventure. Thank you. Love, your nephew. Okay, das war's jetzt. Ja, mal gucken, ob wir was bei Extras. Time Travel will wir nicht machen. Missions, Unlock Ables. Goat Mode, Midas. Okay. Nee, also schlussendlich nochmal, um ein kurzes Fazit zu ziehen. 6 Stunden Spaß gehabt. Ja, also ich sag mal so, wenn man es wirklich wieder für einen Fünfer oder vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viel ich das gekauft habe. Aber ich sag mal so, 6 Stunden Spaß. Wenn man langsam spielt, 7 Stunden. So in die Richtung, wie ich jetzt hatte. Also es ist schon, also im Fünfer bis zum Zehner würde ich sagen, ist es auf jeden Fall wert. Hat echt viel Spaß gemacht, echt sehr atmosphärisch, echt auch mal was anderes. Nicht jetzt nur auf Action ausgelegt und auch nicht diese reine Novel oder was man jetzt so sehen würde. Also für mich war es echt ein gutes Spiel. Kein Blockbuster, also ich würde jetzt nicht sagen, hier 60 Euro hinlegen. Also für 5er bis zum 10er auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Gut gemacht. Muss ich echt sagen, die Entwickler, größten Respekt, haben die echt gut hingekriegt. Gut, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder was ihr auch immer jetzt gerade macht. Dann macht's gut. Ciao.